Herzlich willkommen zu 1000 PS TV zum Vergleich Harley Davidson Road King 2017 gegen Indian Springfield 2017. Auf den Vergleich habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil obwohl ich sehr gern, sehr sportlich fahre, habe ich trotzdem eine unglaubliche Liebe für diese schweren Chopper, für das Cruisen, und beide Maschinen sind eigentlich meine Traumeisen, die entsprechen ganz genau dem, was ich will. Und es hat aber trotzdem einen Sieger gegeben. Und es gibt relativ große Unterschiede. Das ist jetzt so, wenn einer nie Heavy Metal Musik hört, wird er sich denken, na, das ist doch alles das Gleiche. Aber genauso ist es bei den Chopper. Für einen, der nie damit fährt, der sich für das nicht interessiert, wird sagen, na, das ist sowieso alles das Gleiche. Aber nein, es sind sehr, sehr große Unterschiede. Und ja, letztendlich gibt es dann doch einen Sieger. Was bei Cruiser natürlich extrem wichtig ist, ist der Motor. Diese Motoren haben alle einen gewaltigen Hubraum, haben natürlich relativ wenig Leistung, weil man weiß ja, Leistung ist Drehmoment mal Drehzahl, und nachdem diese Motoren nicht hoch drehen, ich glaube so 6000 Umdrehungen, das ist so ziemlich das Maximum, was die abliefern, haben sie natürlich auch keine nennenswerte Leistung. Ich glaube bei beiden Modellen ungefähr 90 PS. Bei den Newtonmetern gibt es doch einen erheblichen Unterschied. Die Indian 135 Newtonmeter, allerdings schon bei 2100 Umdrehungen, das ist gigantisch. Und der Road King mit dem neuen Milwaukee 8 Motor, der liefert 150 Newtonmeter, ich glaube bei 3250 Umdrehungen. Und was das Erstaunliche war, das hat mich wirklich überrascht. Das ist gewesen, dass der neue Harley-Motor. Widmen wir uns einmal den neuen Harley-Motor. Das ist der, wie gesagt, Milwaukee 8 mit den 107 Kubik-Inch. Das sind 1745 Kubik. Und der hat jetzt, das ist ganz neu bei Harley Davidson, einen Vierventilkopf. Und diese großen Tourer, die haben natürlich nie einen Vierventilkopf gehabt. Und jetzt aber, ich glaube, im Sinne von Euro 4 haben sie das halt auf einen Vierventilkopf umgestellt, und das ist ihnen sensationell gelungen. Also da bin ich zutiefst beeindruckt. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, wie gut das ist. Und was mich eben überrascht hat, jetzt habe ich mir gedacht, na gut, jetzt ist dieses maximale Drehmoment, das kommt erst ein bisschen später bei 3200 und nicht ganz unten schon. Nur, das hat von unten einen Antrieb, na, das ist irre. Das ist wirklich irre. Das ist sogar so, dass mir das jetzt beim Cruisen, also beim extrem gemütlichen Fahren, dass mir das fast ein bisschen überfordert hat, dass man gedacht hat, na Habitäre, da kommt aber eine ordentliche Drehmomentwelle daher. Und man gewöhnt sich aber dann relativ schnell dran und freut sich einfach schon sehr über diesen gewaltigen Punch. Ja, ich meine, was kann man sonst noch sagen zu diesem Motor? Also wie gesagt, die 1745 Kubik jetzt serienmäßig, 107 Kubik-Inch, dann hat es eben den Vierventilkopf, und was auch neu ist, dieser Kopf, der wird ein bisschen also zumindest das Auslassventil, die Auslassventile werden mit Öl gekühlt. Also was mir jetzt nicht aufgefallen ist, was mir normalerweise immer sehr aufgefallen ist, dass natürlich der hintere Zylinder wahnsinnig viel Hitze abstrahlt im Fahren. Heute ist es relativ kühl, da ist mir das nicht so aufgefallen. Aber wenn Sie das mit dieser Ölkühlung des Auslassventiles, wenn Sie das geschafft haben, dann ist das natürlich großartig. Weil das war immer so ein bisschen im Hochsommer, ich bin ja irrsinnig gern mit der kurzen gefahren, dann fährst du und dann hat das so viel Hitze abgestrahlt, dass da echt heiß geworden ist, dass wir dann immer ein bisschen Gas geben. Ja, so viel zum Motor. Also dieser Milwaukee 8 ist meiner Meinung nach wahnsinnig gut gelungen. Da muss man echt den Hut ziehen, das ist was ganz Großartiges, und er lebt, also keine Frage. Der poltert noch immer, der lebt noch immer, hat aber einfach unvergleichlich viel mehr Schmalz wie der
2016er gehabt hat. Also das ist ein dramatischer Unterschied und da bin ich richtig begeistert. Das schiebt gewaltig an. Und aber, also auch von ganz unten. Also wenn du den Gasriff umdrehst, da erntest echte Kraft, sodass das dann teilweise in den Kurven bist am Anfang ein bisschen überrascht und gehst ein bisschen weit. Also, aber auf das Vorwerk komme ich dann noch später zu reden. Nun, der Indian-Motor, der Thunderstroke 111, das ist für mich, ja, ich glaube, der schönste Cruiser-Motor, den ich kenne. Das ist unvorstellbar, wie toll der ausschaut. Das haben sie so wahnsinnig gut gemacht. Und Indien, nachdem ja die Original-Indien sind ja, glaube ich, um 1 oder 2 Jahre älter als Harley-Davidson. Also Indien, glaube ich, hat angefangen 1901 und Harley-Davidson 1903. Wobei halt Harley-Davidson durchgebaut hat bis jetzt. Und Indien ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich zugrunde gegangen. Also die haben sich immer mit Harley gematcht vorher. Und das war immer ein ganz großer Konkurrenzkampf und die haben Geschwindigkeitsrekorde gebrochen und bei diesen Rennen waren sie immer vorn. Das ist natürlich schon wahnsinnig lang vorbei und nach dem Krieg sind sie dann eingegangen, da war es vorbei nach dem Zweiten Weltkrieg und ja, dann hat es glaube ich in die 80er und 90er Jahre hat es so Bestrebungen gegeben, das wieder zu beleben. Das waren aber alles Rohrkrepierer, was mich persönlich dann immer sehr gestört hat, weil wenn irgendwas so einen großen Namen hat, dann brauche ich auch eine große Firma, was Großartiges draus macht. Und das hat jetzt Polaris hat es geschafft. Also die haben jetzt dort vor, ich weiß nicht, 5, 6 Jahren haben sie diesen Thunderstroke 111 Motor entwickelt und haben sie genau, das war der Bogen, den ich schließen wollte. Und da haben sie natürlich diese klassischen Modelle wahnsinnig gut angeschaut. Die haben sich diese klassischen Modelle angeschaut und haben dann gesehen, okay, das und das waren diese charakteristischen Formen und genau so soll dieser Motor ausschauen, der soll daran erinnern. Und der hat jetzt 1811 Kubik, hat 2 Ventile, also nicht 4 Ventile pro Kopf wie der Milwaukee 8, sondern ein klassischer 2-Ventiler, mit einem wirklich mörderischen Hubraum und diese 135 Newtonmeter, in Amerika hat es natürlich 160. Die 135 Newtonmeter, die es da in Europa hat, das tut mir persönlich ein bisschen weh, weil es halt der Hauptmarkt ist natürlich Amerika und da haben sie das. Also ich bin mir sicher, wenn du zum Service fährst und du lässt dir da irgendwas beim Luftfilter ein bisschen durchzwicken und vielleicht eine neue Software einspielen, dann hast du 160 Newtonmeter und das werde ich, nachdem das mein Dauertester ist, ganz sicher machen. Ja, aber es ist so ein nicht nur optisch ein wirklich toller Motor, sondern es ist ein fantastischer Cruiser-Motor. Es ist ganz super. Er hat allerdings nicht aus den Tiefen diesen Punch, den der Milwaukee 8 jetzt hat. Also da ist ihnen wirklich was Traumhaftes gelungen. Dafür ist er halt über das gesamte Drehzahlbereich sehr, sehr linear und ganz toll einzusetzen. Und beim Cruisen ist es sogar so, also wenn du jetzt wirklich so fährst und ich fahre mit diesem Motorrad jetzt nur ganz selten sportlich, also wenn mich halt irgendwie, wie nennt man das, der Hafer sticht oder so, gell? Na, wenn ich halt kurz ausraus, dann muss ich halt schneller fahren damit, aber normalerweise setze ich mich auf sowas auf, damit ich mich echt entspanne, damit ich das ganz leibend habe und damit ich mich auf keinen Fall stress. Und das geht natürlich mit diesem Thunderstroke 111, mit dem linearen Verlauf. Das gelingt mir eigentlich leichter. Was bei einem Cruiser schon sehr, sehr wichtig ist, ist das Fahrwerk. Weil es wird natürlich oft komplett außer Acht gelassen, weil man sich denkt, na, das ist eh wurscht, man gondelt eh nur herum. Das ist aber nicht so. Weil man fährt ja dann auch, also ich zumindest, man fährt dann auch zu zweit oder man fährt auch auf schlechten Straßen, weil es eh egal ist, man fährt ja keine extreme Schräglage. Und dann ist schon wichtig, dass das Fahrwerk durchaus belastbar ist und Federwege hat. Und das war früher bei Harley, das war eher bescheiden. Also das hinten hat das sowieso ganz wenig Federweg gehabt. Und Indien hat das wahnsinnig gut gelöst. Also die haben das ganz super gemacht. Die haben von Haus aus ein wirklich edles Fahrwerk eingebaut. Die haben vorne jetzt eine 46er Gabel mit einer Cartridge. Und hinten haben sie ein Zentralfederbein, was luftunterstützt ist und verstellbar ist. Und das ist so, dass das wirklichen Komfort liefert. Also ganz großartigen Komfort und trotzdem aber auch belastbar ist. Also du musst dich jetzt nicht fürchten, wenn du jetzt einmal in der Kurve ein bisschen spät dran bist und hart zangeln musst, dass die Maschine verlierst. Nein, das bleibt da schon. Und das Harley-Fahrwerk,
Das ist viel besser wie das 2016er Fahrwerk. Die haben jetzt auch eine Cartridge-Gabel, haben sogar 49 mm Standrohre und hinten bei den Federbeinen haben sie jetzt Emulsionsdämpfer. Da haben sie schon noch 2 Federbeine. Da glaube ich persönlich, ist der Federweg noch immer nicht Weltklasse, aber generell haben sie es halt relativ straff abgestimmt und das kommt witzigerweise diesem Road King in der 2017er Konfiguration echt entgegen, weil du nämlich wirklich relativ sportlich fahren kannst. Jetzt im Komfortbereich würde ich sagen, ist die Indian vorn, aber wenn es ein bisschen härter zur Sache geht, ist es eigentlich unglaublich gewesen, wie transparent es war. Weil du hast natürlich normalerweise bei solchen Motorradeln relativ wenig Gefühl fürs Vorderradl. Das vermittelt der Road King aber tatsächlich ein relativ gutes Gefühl fürs Vorderradl, wenn du hart fährst. Die Indian ist dort ein bisschen diffuser, aber nachdem ich, wie gesagt, wenn ich mit sowas fahre, dann cruise ist mir eigentlich das Fahrwerk jetzt, wahrscheinlich würde ich mir auch eher das aussuchen, witzigerweise. So, was noch ist, bei den Bremsen, es hat ja immer geheißen, die Harleys, die bremsen nicht. Und dieser Road King mit den Bremsen, die jetzt verbaut sind, na, unfassbar. Das hat eine echte Bremswirkung und durch diese Gabel kannst du jetzt auch dieses Vorderradl relativ hart dran nehmen und bist eigentlich in einer sportlichen Liga. Und die Bremse von der Indian, die ist sehr gut für einen Chopper, absolut ausreichend und tadellos, aber die ist schärfer, die hat einfach mehr Biss. Das hätte ich jetzt a priori auch nicht geglaubt, aber das ist so. Und wie soll ich das sagen, je besser die Bremsen, desto mehr taugt es mir. Also die Bremsen gehören eindeutig dem Road King, wobei das alles andere als schlecht ist. Also das ist auch super, nur da haben sie echt was reingezangelt. Und jetzt, was das Irre ist, der Road King ist ja normal schon so eine Wucht, so ein Riesenprügel, aber die Indian ist größer. Die Indian hat mehr Radstand, das sind 1701 mm, das hat 1645, glaube ich. Das ist also nicht viel aber trotzdem, das ist noch mehr Masse. Beim Gewicht, glaube ich, sind es relativ gleich. Da sind wir dort, glaube ich, bei 300, beide ungefähr bei 380 Kilo. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob eins 379 und eins 388, ist aber wurscht. Also ein wirkliches Gewicht haben beide und das ist aber so, dass du das nur beim Rangieren merkst. Beim Fahren merke ich davon nicht viel, dass das so viel Gewicht hat. Aber sie haben einen ganz entscheidenden Unterschied gibt's und den merkst du beim Fahren auch wirklich deutlich. Das ist die Indian Springfield. Die hat einen relativ steilen Lenkkopfwinkel von 25 Grad und hat vorn noch dazu ein 16 Zoll Vorderradl drinnen und hat 133 mm Nachlauf und beim Road King, die ist auch nicht extrem flach, die Gabel, aber trotzdem 26 Grad, also 1 Grad flacher, hat ein 17 Zoll Vorderradl drinnen und einen Nachlauf von 170 mm. Und das ist so, dass du das beim Einlenken wirklich merkst. Also diese Indian Springfield, ich bin noch nie einen Chopper gefahren, der sich so leibend einlenken lässt wie das. Also das ist ganz neutral, das ist mehr oder weniger, das ist gedankengesteuert. Das hast du normal nur bei Supersportmotorradl und das lenkt so rund ein, so spielerisch. Du kannst den Lenker eigentlich mit 2 Fingern führen und musst dann nur denken, na, jetzt fahre ich rein und diese Indian Springfield fährt rein und der Road King, der wehrt sich ein bisschen. Da brauchst du ein bisschen an Druck. Und überhaupt, wenn du jetzt direkt umsteigst, denkst du, na Habitäre, das ist ja fast ein bisschen sperrig. Wenn du dann ein paar Kilometer gefahren bist, dann ist das wieder weg und du wirst da wieder 1. Aber wenn du 8 gibst drauf, ist es tatsächlich so, dass in diese langsamen Kurven musst du wirklich ein bisschen einen Gegendruck geben, weil sonst dieses Einlenkverhalten eben nicht neutral ist, sondern mehr oder weniger von selber ein bisschen mehr rein will wie du. Und da musst du dann ein bisschen dagegen drucken und das gewöhnst du aber auch relativ schnell. Und ich glaube aber auch, dass das mit dem Weitwerden, also auf dem Road King ist mir 2-3 Mal passiert, dass ich mir gedacht habe, Habitäre, wenn ich jetzt den Strich weiterfahre, dann wäre ich weit. Und weit werden, das ist ein No-Go. Man darf nicht weit werden, man darf nicht in den Gegenverkehr reinfahren. Ich habe das dann so gelöst, dass ich halt ein bisschen vom Gas gegangen bin, dann dreht sich der Radius sowieso ein, das wird dann viel kleiner. Aber das
ist, glaube ich, deswegen, das passiert einerseits deswegen, weil es eben nicht so gedankensteuert einlenkt wie das und zweitens, weil der Motor halt ein bisschen mehr Punch hat. Der schiebt er dann einfach mit so einer leichten Bewegung am Gasgriff, hast du dann einfach so einen echten Drehmomentschwall und der arbeitet dann daran natürlich, dass die Maschine weit gehen will. Du musst es weiter umlegen. Das heißt, du musst arbeiten und das musst bei der nicht. Du hockst drauf, komplett verträumt, komplett versonnen und die fährt mehr oder weniger so wie es gehört. Ohne dass du wahnsinnig viel machen musst. Und dann, apropos Kurven fahren, es heißt natürlich immer, für die Leute, die sich nicht auskennen, die sagen, na geh, mit so einem Chopper kannst du nicht fahren. Oh je. Das kann sein, dass er einen Zwiebelt hat. Scheiße. Apropos Kurvenverhalten, das ist ja so, die Leute, die sich bei Chopper nicht auskennen, die sagen, na geh, das ist doch ein Wahnsinn, das straft ja alles sofort. Und das ist so, es gibt natürlich Chopper, die sofort strafen, aber der Road King, das war immer schon ein Vertreter von so schweren Eisenhaufen, wie man natürlich auch gern sagt dazu, die durchaus eine ernstzunehmende Schräglagenfreiheit haben. Und jetzt ist es so, natürlich sind 32 Grad, das ist jetzt nicht die Welt, das ist schon klar, nicht? Aber man muss sich schon bemühen, dass das aufsetzt. Ich meine, der Kucklinger hat es einmal strafen lassen, aber ich, wenn ich da ganz normal fahre, habe ich dort ein relativ angenehmes Schräglagenverhältnis und für sehr viele reicht es. Also viel schräger wie 32 Grad fahren die meisten nicht und das ist ganz super. Und die Indien, das RCA, die hat 31 Grad Schräglagenfreiheit und bei mir ist das noch nie aufgesessen. Und ich fahre das sehr rund und habe eigentlich eine große Freude und muss man nicht denken, wie zum Beispiel bei einem Fatboy muss man das schon denken. Bei einem Fatboy muss man ein bisschen aufrichten, weil der straft halt wirklich relativ früh. Aber das da wird bei mir nie strafen, weil es einfach absolut artgerecht ist. Das ist perfekt. So, und jetzt kommen wir natürlich zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, das ist die Optik. Und die Optik ist bei einem Cruiser meiner Meinung nach noch viel wichtiger wie die Technik, weil mir muss das einfach wahnsinnig gefallen. Das muss man mitten ins Herz reinfahren und ich muss irgendwo sitzen können im Gastgarten und mir das anschauen und mir denken, boah, ist das schön. Ja, und da ist es so, dass mir Harley hat mir immer wahnsinnig taugt mir nach wie vor wahnsinnig, das finde ich irrsinnig schön, aber diese Indien, die steht Harley in nichts nach. In puncto Optik ist das einfach ein wahnsinnig schönes Motorrad. Das ist unglaublich. Diesen Motor, den halte ich ja für den schönsten, den es überhaupt gibt. Also abgesehen von so Sportmotoren, die haben ganz andere Kriterien. Aber das ist ein Wahnsinn. Diese Köpfe, dann dort diese Stoßstangen, dann dieses Indianer-Logo. Ich bin natürlich ein Indianer-Freak, habe immer zu den Indianern gehalten bei den Wildwestler. Und das ist einfach so, da freue ich mich einfach wahnsinnig, wenn ich mir das anschaue. Ich finde auch dieses Indien-Logo, das finde ich auch wahnsinnig schön. Den alten Coderer finde ich ganz, ganz super. Vorn diese Lichtmaske ist ein Wahnsinn, finde ich. Das ist so richtig mächtig. Und der Sattel selbst ist ein Kunstwerk. Das ist ein Echtledersattel, der wahnsinnig schön geformt ist. Der ist auch irrsinnig bequem und schaut einfach wirklich super aus. Und bei den Koffer ist es halt auch so, das sind natürlich Plastikkoffer, weil der Rest ist Metall. Die Koffer sind halt Plastik. Und dort, das ist auch der einzige, das zeige ich dir kurz, das ist das Einzige, was dort Plastik ist und ein bisschen unwürdig ist das. Das ist halt vom Zulieferer, das ist leider so eine Plastikapplikation. Alles andere, was man dort sieht, zum Beispiel diese verchromten Armaturen, das ist Wahnsinn und das ist natürlich alles Metall. Und das haben sie schon sehr, sehr leibend gemacht, dass dort einfach, da haben sie nichts anbrennen lassen. Sie haben natürlich ihren Konkurrenten ganz genau kannt, nämlich Harley Davidson, haben gewusst, na gut, dort darf er nicht schwächeln, da müssen wir gleich eins drauflegen und das ist ihnen wirklich gelungen. Ich glaube, bei Harley kriegst du diese verchromten Armaturen natürlich auch, aber ich glaube, das ist dann erst bei den CVO-Modelle, bei den Screaming Eagle-Modelle hast du das. Und die kosten dann aber gleich noch viel mehr. Wobei, wenn wir jetzt vielleicht noch ganz kurz auf den Preis eingehen. Die Indien ist teurer
als der Road King. Das muss ich mal kurz lesen, ich habe mir das rausgeschrieben, weil da tun wir das nicht. Ich muss mir es ja Gott sei Dank nicht kaufen, ich darf nur fahren damit. Also die Indien kostet in Österreich 31,495, in Deutschland 26,995, was bei uns halt einen echten Hieb haben mit der Steuer. Das ist ein Wahnsinn. Das kostet 4.500 Euro Steuer kassieren es bei uns für das. Das ist im Vergleich zu Deutschland, das ist eine irre Frechheit, muss ich sagen. Ja, und Schweizer Franken 29.600, das ist die Indien. So, und jetzt kommen wir zum günstigeren Modell, was natürlich ein Wahnsinn ist. Und da kannst du jetzt sagen, okay, dafür sind halt diese Lenkerarmaturen, die sind halt nicht verchromt. Und was kannst du denn sonst noch sagen? Sonst gibt es aber nicht wahnsinnig viele Abstriche. Fällt mir jetzt nicht wahnsinnig viel auf, was dort jetzt irgendwie besser ist wie da. Außer vielleicht die Kabel, die verlegten Kabel. Das ist halt so, wenn man dort schaut, da laufen halt diese Elektronikkabel, die laufen innerhalb des Lenkers. Das ist natürlich wahnsinnig schön. Also im Vergleich dazu schaut es auf der Harley fast ein bisschen billig aus. Also dort hast du halt überall diese Elektrokabel und das ist natürlich schon auch, ja, das hast halt. Was ich persönlich nicht verstehe, dass man dann so ein irrsinnig wertvolles Motorrad hat und dann solche Verbindungen hat, so Kabelverbindungen, die dort irgendwie nicht abgeschlossen sind. Also ich bin ein wirklich russischer Bastler, ich bin auch ein Wahnsinn, wenn ich selber was mache, aber das tät ich irgendwie, das tät ich so nicht lassen, sondern das tät ich abdecken. Und das hast du aber leider bei der Indien, habe ich das auch irgendwo gefunden. Wo war denn das? Also da vorne drinnen, schau, da hast du das auch. Das ist halt irgendwie, also das tät ich selber, das verstehe ich eigentlich nicht, warum das ist. Ja, jetzt der Harley-Preis. Also der Road King in der Zweitonlackierung, so wie wir da stehen haben, kostet in Österreich 29,7. In Deutschland überhaupt ein Wahnsinn, 25,065. Also der ist überhaupt 4.700 Euro billiger in Deutschland, das ist eine Frechheit. Und in der Schweiz kostet er 25.900 Franken. Und ja, der Preisunterschied ist in alle Länder ungefähr gleich, aber das ist schon deutlich, das sind 1.500 bis 2.000 Euro. Das ist wirklich nicht wenig, vor allem, weil ja das Indien jetzt, das hat schon einen sehr, sehr starken Namen, aber diese Harley-Welt ist natürlich wahnsinnig stark ausgeprägt. Diese Händler, das sind wie Tempel und insofern ist das wirklich eine stolze Ansage von Indien. Ich glaube aber auch, dass es gescheit ist, weil sie sich sagen, na, wir bauen so ein wahnsinnig tolles Motorrad, warum soll man das billig hergeben? Nur weil wir noch nicht so eine große Kundschaft haben. Ja. Und jetzt zur Wertung. Und die Wertung ist natürlich eine rein subjektive Geschichte. Ich kann das wirklich nur sagen, was ich selber, nachdem ich muss es nicht kaufen. Ich kriege es ja wirklich zur Verfügung gestellt. Und wenn du mir jetzt sagst, du kannst jetzt heute am Nachmittag, keine Ahnung, am Neusiedlersee fahren, mit was testen lieber fahren, na, dann ist es witzigerweise ganz eindeutig die Indian Springfield, weil mir das einfach unglaublich taugt. Ich finde es das toll, dass das jetzt irgendwie was Neues ist, was da ein bisschen diesen Cruisermarkt so bereichert. Ich finde diese Sitzposition angenehm. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von dem Einlenkverhalten, weil ich natürlich so Motorräder, die wie selbstverständlich fahren, die sind bei mir immer in Führung. Das finde ich immer großartig. Und ich muss aber dazu sagen, ich würde mich natürlich auch wahnsinnig freuen, wenn ich mit dem Road King fahren dürfte. Also das Urteil ist zwar eindeutig, aber es ist trotzdem knapp. Also ganz egal, welche dieser beiden Maschinen ich mein eigen nennen dürfte, ich wäre wahnsinnig stolz und hätte eine irrsinnige Freude. Aber wenn ich mir es aussuchen könnte, sage ich, mein Herz schlägt für die Indian Springfield. So ist es. Ja, einen kurzen Nachtrag habe ich noch, weil wir haben diesmal beide Modelle mit diesen Windschilder und ich habe normal immer diese Windschilder runtergegeben. Nur
Es ist auch im Frühjahr ist noch relativ kalt gewesen und da habe ich das dann echt genossen, so ein Windschild, weil der das natürlich schon relativ viel Kälte wegnimmt. Und es ist aber so, also üblicherweise habe ich ja nur Verkleidungen, wenn ich wirklich schnell fahre. Und wirklich schnell fahren kannst mit denen, obwohl ich glaube, die sind beide zugelassen auf irgendwas 180 km/h oder 175 km/h. Und das ist aber was, das will ich nicht fahren mit den Maschinen. Das ist nicht leibend, glaube ich. Und das ist auch überhaupt nicht artgerecht und ich fahre es auch nie. Also ich fahre mit sowas nie schneller wie 120, 130, vielleicht einmal kurz 140, das ist es aber dann. Weil das macht mir keinen Spaß. Aber um auf diese Windschilde zurückzukommen. Und da habe ich mir immer gedacht, weil früher habe ich auf so einen Road King eins oben gehabt und bin dann einmal nach Mugello runtergefahren und habe mir dann gedacht, na, das ist ja ganz eigenartig, weil du immer so Verwirbelungen kriegst. Und das ist bei beiden diesen Windschilden ist es nach wie vor so. Nur ich bin dann drauf gekommen, naja, das ist ja für den amerikanischen Markt gemacht und da fahren sie halt nicht schneller wie 110 km/h. Und bis 110 km/h hat natürlich dieses Windschild bietet relativ wenig Verwirbelung und hast einen echten Windschutz und sitzt ganz entspannt oben. Und ja, andererseits ist es so, 110 kannst du auch ohne Windschild fahren. Aber jetzt habe ich es einmal oben lassen, weil es ist dann schon ein bisschen, wie soll ich sagen, es wird ein bisschen wärmer oder es wird nicht so kalt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, der Test ist aufschlussreich gewesen. Mir hat es auf alle Fälle eine wahnsinnige Freude gemacht, mit den beiden zu fahren. Und ich hoffe natürlich, der Road King ist mir jetzt nicht wahnsinnig böse, dass ich diese Indian Springfield halt ganz leicht vorziehe. Ciao, Papa, danke sehr. Ciao.